Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Dog aus Hamburg. Ja, Roger Parfüms, Isola Blue oder auch Oligarch. Ja, stelle ich euch heute mal vor. Ist jetzt in einer neuen Aufmachung, also es ist derselbe Duft, gleich vorweg, nur jetzt als Parfümversion. Der Oligarch war ein Eau de Parfüm, soweit ich mich erinnern kann. Ja, und ihr habt im Titel gelesen, ist es der beste Duft der Welt? Also, es ist qualitativ, ihr kennt das ja. Ich hatte das schon mal vor 2,5 Wochen erwähnt, dass Roger Parfüms immer, wenn ihr einen Duft von der Brand riecht, habt ihr einfach eine Qualität, die von allerfeinst ist. Und darum geht es nicht, dass die Düfte hier, so wie der hier, 450 €, 50 ml am teuersten sind, die Brand, oder also im Schnitt extrem teure Düfte haben. Es ist einfach auch eine andere Qualität. Das ist einfach Fakt. Und dieser Duft ist wirklich einer, der ist nicht umsonst. Auf Parfumo hat er, glaube ich, eine 9,0, ist auf Platz 9 der besten Männerdüfte bis jetzt. Das wird immer höher gehen, er wird immer höher gehen. Es ist auch ein Meisterwerk. Es ist ein Masterpiece im Flakon. Das Zitrische, die Limette, Kokosnuss, ein leichter Oldschool-Vibe. Und das für den Sommer, was wirklich 10, 11 Stunden leicht immer mitschwingt. Er wird wahrgenommen, also nicht übertrieben. Ich habe ja schon mal gesagt, der Chef möchte, dass ein Duft mitschwingt, dabei ist als Begleitung und nicht ein erschlägt. Dafür steht Roger Parfüms auch nicht, weil das würde auch nicht passen. Weil wer so elegante Düfte herstellt, da sind so viele Inhaltsstoffe, jedes Mal so viele Inhaltsstoffe, dass das den Endabnehmer schon erschlägt. Das ist einfach so. Aber hauptsächlich ist hier Limette, Kokosnuss. Oh, das cremige. Vergesst das mal angstmäßig. Oh nee, Kokosnuss. Also man muss kein Kokosnuss-Fan sein in Düften oder überhaupt, um diesen Duft zu lieben. Brachialer Duft und gehört mit zu den besten Düften, die es gibt, meiner Meinung nach. Das ist Ansichtssache, das ist Geschmackssache, aber ich glaube, bei diesem Duft liege ich nicht alleine oder ganz falsch und deswegen muss man gar nicht viel zu diesem Duft sagen. Ich freue mich jetzt auf den Frühling bzw. auf den Sommer und dann diesen Duft zu tragen. Das ist der beste Begleiter mit im Sommer, weil er hat auch eine leichte Süße, die natürlich niemals synthetisch ist, die niemals übertrieben aufs Maul ist. Eine schöne Zitrik mit Limette und überhaupt zitrisch und dann die Kokosnuss cremig im Hintergrund, die einen leichten Oldschool-Vibe euch gibt. Oh! Das kannst du abdrehen. Das ist wirklich bombastisch geil. Wirklich. Das ist ein Meisterwerk im Flakon. Und ihr solltet, wenn ihr den haben wollt, wenn ihr euch den nicht sofort leisten könnt, bitte Leute, spart auf diesen Duft. Wirklich. Holt euch diesen Duft. Dass er jetzt so aussieht und der Name wurde wegen der Politik geändert, das muss auch mal ganz kurz erwähnt werden. Mehr nicht, mehr werde ich dazu nicht sagen. Das ist Ansichtssache, das muss jeder selber wissen, was er davon hält. Ich sage da jetzt nicht zu. Und Fakt ist, Oligarch oder Isola Blue ist ein Meisterwerk. Punkt. Vor allen Dingen jetzt hier in der Parfümkonzentration. Absolutes Meisterwerk. Absolut nice. Im Sommer gibt es fast eigentlich nicht Besseres. Sorry. Ne, also ich will jetzt keinen Vergleich machen. Das würde dann wirklich das ein bisschen kaputt machen. Ich könnte jetzt sagen, ja, ich rede das Orange Flamingo im Sommer. Ja, natürlich ist, oh Mann, mag sein, ich kenne das doch. Bleibt einfach so. Und Orange Flamingo ist da. Da sind so einige Düfte da. Aber immer wieder qualitativ ein anderes Level in meinen Augen. So, schreibt drunter und seht das mal wirklich. Das ist egal, wie das hergestellt wird. Ich weiß den Prozess. Ich weiß von erster Stelle, wie was gemacht wird. Ich weiß, wie
er daran arbeitet und so weiter und so fort. Es geht nicht um die Swarovski-Steine, es geht nicht um das Gold hier vorne und um den selbstgeschliffenen Flakon. Nein, es geht um den Inhalt. Und der ist nochmal um was ganz anderes. Ich könnte eine Riesengeschichte. Es ist absoluter Wahnsinn. Die qualitativ ist das ein anderes Level. Und alle, die was anderes meinen, die meinen, guck mal, jetzt müsste ich dann wieder was sagen. Montal zum Beispiel, sagen Montal ist genauso eine Qualität, ist so eine Qualität. Nein, ist es nicht. So, und noch nicht mal, Churchoff ist einer meiner, ich sag's jetzt einfach, meiner Lieblingshäuser, hat trotzdem nicht die Qualität. Punkt. Ist einfach so. In manchen vielleicht ja, aber locker nicht in jedem. Er hat immer so eine Qualität. Selbst seine Colognes, die ja über Eau de Parfum, sind ja Eau de Parfums, und die heißen nur Colognes, das ist eine Qualität, sorry, von allerfeinsten. So, ich kann das nur so sagen. Meinetwegen nennt mich Fanboy, so nach dem Motto. Bin ich nicht. Ich sag's nur, wie es ist. Ich will euch ja keinen Mist andrehen. Und wenn ihr einen geilen Sommerduft haben wollt, einen den besten Sommerduft, dann holt euch diesen Duft. Punkt. Und deshalb gibt's gar nichts anderes zu sagen. Da gibt's überhaupt nichts anderes zu sagen. Der geht natürlich auch im Büro, der geht natürlich auch fürs ganze Jahr. Aber wenn es wärmer wird oder ist, dann ist das noch mehr Beast Mode, sage ich schon, Meisterwerkmäßig und überhaupt. So Leute, das war's. Wenn ihr den Duft kennt, Oligarch, als gut, Eau de Parfum, das ist jetzt Parfüm, dann Isola Blue, dann schreibt mal runter, würde mich interessieren und dann sehen wir uns bald wieder und dann, sag ich mal, reinhauen.